Die 10 größten Geschäftsfehler der Geschichte. Wir alle machen große Fehler. So wie die NASA, die Millionen durch Fehler verloren hat, die auch Grundschulkinder hätten machen können. Xerox ließ aus Naivität den jungen Steve Jobs die größte technologische Erfindung des 21. Jahrhunderts kopieren. Und viele sagten schon in den Anfangstagen Nein zu Google. Hier sind Gesellschaftsfehler, die Millionen oder Milliarden kosteten, weil schlecht entschieden Zoom bankrott globaler Konzern führten. Dies sind warnende Beispiele. Beispiele aus dem wahren Leben für schreckliche Entscheidungen, die andere getroffen haben und deren Folgen. Nummer 1. Kodak und seine Verachtung der Digitaltechnologie. Kodak erfand durch einen seiner besten Mitarbeiter, den Ingenieur Steve Samsung, die erste Digitalkamera. Bei Kodak meldeten sie das Patent für die erste Digitalkamera an. Zu dieser Zeit waren Computer noch von begrenztem Nutzen, sodass man digitale Bilder am besten über einen Fernseher genießen konnte. Vielleicht führten der Erfolg und die lukrative Natur des damaligen analogen Kameramarktes und seiner Filmrollen oder Kassetten zum Entwickeln dazu, dass Kodak einen der schlimmsten Fehler der Branche beging. Kodak hatte den Kameramarkt ein Jahrhundert lang dominiert, aber anscheinend wusste es nicht, wie es sich an die Trends des neuen Jahrtausends anpassen sollte. In einer schrecklichen Entscheidung gingen sie ein Risiko ein und konzentrierten sich nur auf analoge Kameras und ihre Filmrollen, obwohl sie die enorme Aufnahmebereitschaft des Marktes für digitale Bilder kannten. Sie ließen die digitale Technologie eingefroren, bis es zu spät war. Nennen wir es Risikoaversion, Angst vor dem Unbekannten oder den Verlust ihrer Marktnische. Die Erfinder der Digitalkamera kehrten ihrer eigenen Erfindung den Rücken, um an einer veralteten Technologie festzuhalten. Im Jahr 2000, als die Digitaltechnologie explosionsartig anstieg, entfielen noch über 70% von Kodaks Einnahmen auf seine analogen Produkte. Der Niedergang eines Riesen, der blind für Markttrends war, begann. Von 2000 bis 2010 sanken Kodaks Einnahmen um weniger als die Hälfte. Das Unternehmen bemühte sich hartnäckig, in den digitalen Markt einzusteigen, aber seine Kameramodelle machten Verluste, umso mehr angesichts eines boomenden Marktes für Mobiltelefone und andere Geräte mit eingebauten Digitalkameras. Zwischen 2004 und 2010 erwirtschaftete Kodak jährlich Verluste von rund 1,2 Milliarden $, bis der Koloss des Jahrhundert-Fotomarkts 2012 Insolvenz anmeldete. Die offensichtlichste Lektion der Geschäftswelt. Auch wenn man Marktführer ist, muss man die Trends in seinem Markt im Auge behalten. Nummer 2. Exkite trennte sich 1999 von Google für $1 Million. 1999, im Jahr des weltweiten Internetbooms, dominierten 3 Suchmaschinen den Markt: Yahoo, Exkite und AltaVista. Im Vergleich zu den Großen war Google ein Baby. So sehr, dass der damals 26-jährige Larry Page Google den großen Jungen von Exkite für gerade einmal $1 Million anbot. George Bell von Exkite war mit dem Deal sehr zufrieden, denn dieser Betrag entsprach nur 1% von Excites Vermögenswerten. Bis der junge Larry Page verlangte, dass Exkite, um den Deal durchziehen zu können, seinen gesamten Suchmaschinenalgorithmus durch den von Google ersetzen solle. Bell lehnte ab. Er hielt Pages Forderung für zu viel verlangt. Dies war der Anfang vom Ende für die damals zweitgrößte Internetsuchmaschine der Welt. 2004 wurde Exkite von Ask.com aufgekauft, das heute kaum noch 0,5% Marktanteil hat. Google ist heute der Internetriese. Es verarbeitet nicht weniger als 1,5 Milliarden Suchanfragen pro Tag, besitzt über 90% des weltweiten Suchmarktes und weitere sehr lukrative Geschäftsfelder. Larry Page ist heute der 9. Mensch der Welt. Google weist Vermögenswerte in Höhe von etwa $2 Billionen in seiner Bilanz auf. Das ist 1000-mal so viel, wie Bell Page hätte zahlen sollen. Paradigmenlähmung, Angst vor Veränderungen. Nummer 3. Die neue Coca-Cola. Der Riese für kohlensäurehaltige Getränke hätte beinahe Selbstmord begangen. Angesichts einer erfolgreichen Pepsi-Kampagne namens Pepsi Challenge gerieten die Führungskräfte von Coca-Cola in einen Zustand der Angst, der sie dazu veranlasste, abrupte Änderungen am Getränk vorzunehmen. New Coke stellte die erste und vielleicht einzige größere Änderung des Geschmacks von Coca-Cola seit über 100 Jahren dar. Laborchemiker wurden beauftragt, den berühmten Cocktail subtil zu verändern, was eine Änderung der geheimen Basis des Erfrischungsgetränks bedeutete, und der übliche Zucker wurde auch durch Maissirup ersetzt. Nach enormen Ausgaben für Werbung und Imageänderungen erschien New Coke im April 1985 in den US-Regalen.
Obwohl Blindtests dem neuen Geschmack mehr als 60% zugunsten des Originalrezepts zeigten, verwandelte sich der anfängliche große Erfolg innerhalb weniger Wochen in eine völlige Katastrophe. Tausende von Briefen verärgerter Verbraucher, Hunderte von negativen Bewertungen in Zeitungsartikeln und sogar Straßenproteste führten dazu, dass New Coke innerhalb weniger Wochen aus den Regalen verschwand. Nach einigen Monaten ungewöhnlichen Chaos musste das Coca-Cola-Management das Ende von New Coke verkünden und das Originalrezept unter dem Namen Coca-Cola Classic hätte deutlich mehr kosten können. Das Coca-Cola-Management konnte rechtzeitig von seinen Absichten abrücken und gewann das Verzeihen der Verbraucher. Wäre New Coke schrittweise als zusätzliches Produkt eingeführt worden, hätte der Markt die Wahl höchstwahrscheinlich nicht abgelehnt. Die Lektion ist einfach: Ein Image- und Produktwechsel kann nicht so plötzlich oder so drastisch erfolgen. Nummer 4: Daimler-Benz und die Fusion mit Chrysler. Chrysler, heute im Besitz von Fiat, war einer der 3 Großen in der amerikanischen Automobilindustrie. Im Gegensatz zu GM und Ford, die auf dem amerikanischen Markt stärker vertreten waren, fühlt sich Chrysler durch die wachsende Präsenz japanischer Marken bedroht. Daimler-Benz, der deutsche Konzern, dem die Mercedes-Benz-Linie gehört, sah in dieser Situation eine Chance und schlug 1998 Chrysler eine Fusion für nicht weniger als 36 Milliarden Dollar vor. Daimler-Chrysler wurde daraus der drittgrößte Automobilkonzern der Welt. Die Vision beider Konzerne war einfach: Sie wollten weltweit präsent sein und einen Anteil am weltweiten Umsatz halten. Die Strategie trug jedoch nicht die erwarteten Früchte. 7 Jahre nach der Fusion betrug der Gewinn von Chrysler kaum 10% des fusionierten Konzerns. Anfang 2007 beschloss Daimler-Benz, sich von Chrysler abzuspalten und 80% seiner Anteile für nur 7,4 Milliarden Euro an eine private Equity-Gruppe namens Cerberus zu verkaufen. Die Fusion und der anschließende Verkauf an Chrysler kosteten Daimler-Benz knapp über 10 Milliarden Dollar. Ein schwerer Schlag, den beide Unternehmen glücklicherweise verkraften konnten. Nummer 5: Blockbuster konnte Netflix kaufen und als einen seiner Dienste anbieten. Jeder erinnert sich an Filme auf alten VHS-Kassetten oder hat schon einmal von ihnen gehört. Im Kino kostete ein Titel auf Videokassette vielleicht rund 20 Dollar. Die große Lösung Mitte der 90er Jahre waren Videotheken wie Blockbuster Video, ein Imperium, das von 1985 bis in die 90er Jahre nahezu weltweit florierte. Um das Jahr 2000 herum boten Reed Hastings und andere Führungskräfte des gerade erst entstehenden Online-Streaming-Dienstes Netflix Blockbuster eine Partnerschaft an. Hastings und seine Partner schlugen vor, Blockbusters Online- und Vertriebsgeschäft zu übernehmen und Netflix als Teil ihrer Dienste anzubieten. Der Deal platzte und nach Hastings Worten lachten die Blockbuster-Manager laut, als er den Sitzungssaal verließ. Wir alle wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Blockbuster war weder in der Lage, mit den harten Bedrohungen durch den DVD-Preiskrieg zwischen 2002 und 2005 fertig zu werden, noch mit der starken Verbreitung der Piraterie und einem Markt, der die bereits weit verbreitete Abonnement-TV-Branche und das von Netflix angebotene Webformat bevorzugte. Im Jahr 2005 hatte Netflix allein in den USA bereits die Marke von 1 Million Abonnenten überschritten und Blockbuster startete in einem verzweifelten Versuch ein hybrides Online-Verleihformat namens Blockbuster Total Access. Es war ein Schatten von Netflix. Auf Blockbusters neuem Standort versuchte Jim Keyes, der von 7-Eleven kam, den Verlust an Marktanteilen wettzumachen und mit seinem Konkurrenten gleichzuziehen. Keyes verwarf die digitale Strategie, versuchte, die physischen Geschäfte anzukurbeln, die noch Geld einbrachten, und startete das Geschäft neu in Richtung Videospielverleih. Schlechte Entscheidungen. Im September 2010 meldete Blockbuster Video Insolvenz an und Netflix produzierte nicht nur seine eigenen Inhalte, sondern hatte auch weltweit mehr als 250 Millionen Abonnenten und war ein prosperierendes und für Veränderungen offenes Unternehmen. Nummer 6: Nokia und seine Verachtung für das Android-Betriebssystem. Nokia war schon vor dem technologischen Boom eine der renommiertesten Marken. In den ersten Jahren dieses Jahrhunderts und bis 2007 dominierte Nokia 40% des weltweiten Mobiltelefonmarktes. Heute ist Nokia nur noch ein sehr düsterer Schatten des Sterns, der vor einem Jahrzehnt an Bedeutung gewann. Und sein Niedergang ist höchstwahrscheinlich auf ein Ereignis Mitte des letzten Jahrzehnts zurückzuführen, als Anssi Vanjoki, der damalige Vizepräsident von Nokia, dem Android-Betriebssystem den Rücken kehrte, weil er der Ansicht war, dass Nokia mit seinem eigenen Symbian-System eine hervorragende Unterstützung bot. Als Apple 2007 das iPhone auf den Markt brachte,
erkannten die Führungskräfte von Nokia die große Bedrohung und versuchten zwei Strategien. Eine, die Modernisierung von Symbian, die andere, die Entwicklung eines neuen Betriebssystems, das sie Mego nannten. Beide Teams arbeiten leider ohne interne Kämpfe, Spaltung, Bürokratie und Langsamkeit. Etwas, das in der Welt der Technologie teuer bezahlt wird. Nokia hat immer die Lösung. Auf ein Open Source Betriebssystem wie Android zu setzen, aber diese Option wird abgelehnt. Vanyokis Antwort war: Wir pissen im Winter, um uns warm zu halten, und setzte auf interne Entwicklung. Mit Verlusten von rund 5 Milliarden Dollar pro Jahr hat der bloße Stolz den legendären Technologiegiganten fast seine Existenz gekostet. Nummer 7. Yahoo hat die Gelegenheit verpasst, Google und Facebook zu kaufen, als diese noch ganz am Anfang standen. Yahoo war in seinen Anfangstagen der dominierende Internetgigant, wurde aber auch Opfer einer Reihe schlechter Geschäftsentscheidungen. Der Konzern hätte das bahnbrechende Webwerbe-Start-up DoubleClick kaufen können, das schließlich von Google übernommen wurde. Er hätte auch Google selbst und in seinen Anfangstagen sogar Facebook kaufen können. Larry Page bat Yahoo um Gelder für den Start von Google, aber das Unternehmen lehnte ab. Ein großer Fehler. 2002 trafen sich Yahoo und Google erneut zu Verhandlungen. Yahoo bot 3 Milliarden Dollar für den Kauf von Google. Google verlangte 5 Milliarden Dollar und es kam zu keiner Einigung. Yahoo gab seine Websuchmaschine auf, während Google eine noch leistungsfähigere entwickelte. 2006 gab Yahoo Facebook auf, da Mark Zuckerberg $1 Million verlangte, während das Management von Yahoo sich mit $1 Million einverstanden erklärte. 2008 machte Google einen gewaltigen Sprung im Webwerbemanagement, indem es DoubleClick kaufte, ein Unternehmen, das Yahoo damals nicht übernehmen wollte. Schließlich bot Microsoft 2008 Yahoo für knapp über 40 Milliarden Dollar an, das Management lehnte ab, da es das Angebot für zu niedrig hielt. Ein Jahr später bezahlte Yahoo Microsoft für die Nutzung seiner Suchmaschine Bing und kehrte damit seiner eigenen Suchmaschine den Rücken. Im Jahr 2017 kaufte Verizon Media die Überreste von Yahoo für 4,48 Milliarden Dollar, während seine Anteile an Tochtergesellschaften von Yahoo Japan und einem Teil von Alibaba an Altaba übertragen wurden. Nummer 8. Xerox und sein Fehler mit der Technologie, die es an Apple weitergab. Der größte Geschäftsfehler der Geschichte ist der von Xerox, der auf seine guten Absichten und seine Selbstüberschätzung zurückzuführen ist. Der amerikanische Konzern Xerox, Weltmarktführer auf dem Markt für Fotokopierer und Druckertoner, hat sich traditionell durch seine Forschungs- und Entwicklungstätigkeit hervorgetan. Xerox hätte in den 1970er Jahren durchaus ein beispielloser Megakonzern sein können. Xerox hatte den Luxus, mehrere Forschungslinien zu besitzen, die es nicht einmal zu kommerzialisieren versuchte. Einige davon waren der legendäre Personalcomputer Xerox Alto, der für seine Zeit sehr fortschrittlich war, und die Schaffung und Entwicklung der grafischen Benutzeroberfläche, dem Vorgänger späterer Computersysteme. Die Xerox-Anleitung ermöglichte es den Benutzern, mit Bildern und Grafiken zu interagieren, was heute mit modernen Betriebssystemen vergleichbar ist, die sogar eine Maus hatten. 1979 gewährte Xerox Apple einen 3-tägigen Besuch in seinen Einrichtungen im Austausch für $1 Million in Aktien. Die Gelegenheit ließ sich das Unternehmen nicht entgehen und schickte seine besten Talente in die Xerox-Labore, darunter auch Steve Jobs. Jobs entwickelte aus diesem Besuch bei Xerox seine eigenen Analogien. In einem Interview im Jahr 1994 antwortete Steve Jobs auf die Frage nach den Ursprüngen des Macintosh offen: Gute Künstler kopieren, große Künstler stehlen. Es scheint, dass die Leute bei Xerox nicht wussten, was sie in den Händen hatten. Auch Bill Gates behauptete, von den Fortschritten von Xerox inspiriert worden zu sein. Das Schlimmste ist, dass sie laut Larry Lister, Entwicklungsingenieur bei Xerox und Augenzeuge des Besuchs, nur 5% ihrer Entwicklungen gezeigt hatten, aber das reichte aus, um Steve Jobs zu inspirieren. Anfang der 80er Jahre verklagte Xerox Apple wegen der Verwendung seiner Technologie. Die Klage wurde jedoch abgewiesen und hatte keine Konsequenzen, da es eine unterzeichnete Vereinbarung gab. Wären die Wissenschaftler bei Xerox nicht so vertrauensselig gewesen, würden wir heute vielleicht über den allmächtigen Xerox PARS und nicht über Windows oder Macintosh sprechen. Sie haben die größte technologische Investition des Jahrhunderts einfach an ihre Konkurrenten verschenkt. Nummer 9. Ein elementarer Umrechnungsfehler kostet die NASA $327 Millionen.
Der 327 Millionen Dollar teure Mars-Klimate-Orbiter ist aufgrund des dümmsten Missverständnisses in der Geschichte der NASA im Weltraum verloren gegangen. Es stellte sich heraus, dass der multinationale Luft- und Raumfahrtkonzern Lockheed Martin die Sonde auf der Grundlage des englischen Mars-Systems entworfen hatte, während die NASA-Wissenschaftler bei ihrem Betrieb das metrische System verwendeten: Fuß in Meter, Meilen in Kilometer. Die NASA kann sich das Ergebnis nur vorstellen. Ein Ausfall der Triebwerke der Sonde und eine Fehlfunktion führten zu einem Verlust in der Nähe der Marsumlaufbahn, was zu verschwendeten Kosten von rund 327 Millionen Dollar führte. Die NASA hatte Tage Zeit, den Fehler zu bemerken, aber diese Diskrepanz in den Messungen wurde zu spät bemerkt. Nummer 10. Eine kontrollierte Verbrennung kostet die Stadt Los Alamos 1 Milliarde Dollar. Eine Kommission von Beamten, die für das Bandelier-Nationalmonument zuständig waren, beschloss gemeinsam mit der Feuerwehr der Stadt Los Alamos in New Mexico, angesichts der hohen unmittelbaren Gefahr innerhalb des Monuments auf den Berggipfeln des Cerro Grande ein kontrolliertes Abbrennen zu planen. Die Entscheidung, mit dem Abbrennen zu beginnen, fiel am 4. Mai 2000. Die hohe Dichte an Nadelbäumen, die schwere Dürre und völlig untypische Winde führten zur Katastrophe. Innerhalb von 4 Tagen konnte das Team die Flammen einfach nicht mehr unter Kontrolle bringen und sie überrannten die Schutzlinien. Die Städte Los Alamos und Santa Clara mussten evakuiert werden. Etwa 400 Familien verloren ihr Eigentum, Tausende Morgen Land wurden zerstört. Es gab keine menschlichen Opfer. Nach Angaben des General Accounting Office der USA wurde der Schaden jedoch auf knapp über 1 Milliarde Dollar beziffert. Kommunikationsfehler, Angst vor Risiken, Angst vor Veränderungen, Unterschätzung des Marktes, der Kunden, zu großes Vertrauen in die Konkurrenz oder abrupte Produktänderungen sind Fehler, die jeder in der Geschäftswelt machen kann. Wir hoffen, Ihnen hat dieses Video gefallen. Wenn Sie Feedback haben, können Sie es uns gerne im Kommentarbereich mitteilen. Geben Sie diesem Video einen Daumen hoch und senden Sie es an Ihre Freunde, damit diese die interessantesten und unterhaltsamsten Fakten kommentieren können. Und wenn Sie neu im Kanal sind, lade ich Sie ein, ihn zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.